Es ist 18 Uhr. Willkommen bei den Marktuellen Nachrichten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marktuell. Ihr müsst einiges beachten, wenn ihr eure erste Uhr kauft oder generell Uhren kauft. Denn an den Weltmärkten ist eine Bank, mehrere Banken sind pleite gegangen und das bedeutet auch einiges für den Uhrenmarkt, gerade auch als Investment, und darüber sprechen wir heute. Bevor wir jetzt loslegen, fangen wir jetzt erstmal mit der Oscarverleihung an, und zwar dafür haben wir einen Artikel der GQ ein bisschen aufgearbeitet. Es war gar nicht so einfach für mich, live zu erkennen, was die Leute denn so für Uhren am Handgelenk tragen, und wir fangen direkt an mit Dwayne „The Rock“ Johnson, eine Riesenerscheinung in seinem pinken Smoking, und er hatte tatsächlich eine Tag Heuer. Es war nämlich eine Aqua Racer, die sah an seinem Handgelenk auch schon ziemlich groß aus, von daher es müsste dann diese 45 mm Version gewesen sein. Und das war auch einer der ersten Uhren, die ich so wirklich gespottet habe. Ich weiß, ihr könnt gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr die Oscarverleihung auch mitverfolgt habt. Wir machen direkt weiter mit dem Marc, ja, mein Namensvetter Marc Concelos. Und zwar, er hatte ist das eine Big Red Daytona, eine Vintage-Uhr. Hier kann man davon ausgehen, dass es kein Sponsoring war. Bei Dwayne „The Rock“ Johnson, denke ich, da war schon die Marke selber mit im Spiel und hat das Ganze platziert. Das leitet uns auch direkt über, und zwar einiges geht bei Vacheron. Vacheron Constantin pusht immer mal wieder mit Influencern und gerade Stars auf dem roten Carpet ein paar Uhrenmodelle, und hier haben wir die Overseas am Handgelenk von Dwayne Wade. Ja, er ist auch sehr bekannt in seinem Full Black Smoking, sehr schön anzuschauen, Roségold auf dem schwarzen Lederarmband, eine tolle Sache. Und dann geht es auch direkt über zu Omega, und zwar einer der Oscar-Gewinner von meinem Lieblingsregisseur. Ja, er hat nämlich den Film The Whale rausgebracht, und hier hat der gute Fraser, der ja eigentlich untergegangen ist über die Jahre, hatte sein großes Comeback und hat dann mit dem Film von Darren Aronofsky einen Oscar gewonnen, und er hat den Chronographen von Omega am Handgelenk. Wir hatten auch mal alle drei da, die blaue hat sich ganz gut verkauft, aber ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, immer nur mit einem Metallband kaufen. Paul Mescal mit einer Cartier, und Cartier hat natürlich auch einiges an Gas gegeben. Was mich so ein bisschen überrascht hat, war tatsächlich Lenny Kravitz. Den hätte ich auf gar keinen Fall mit Jägerle Coultre in Verbindung gebracht, hat aber eine sehr coole Figur gemacht. Dann haben wir den guten Herr Elba noch mit einer Gucci High Watchmaking, sieht ja absolut abgefahren aus. Hat so ein bisschen was eigentlich, muss man sagen, von der Jacob & Co. Dann Andrew Garfield, auch Omega am Handgelenk, und unser Questlove mit einer IWC Perpetual Calendar in Blau. Sieht man IWC ab und an auch mal auf dem roten Teppich, aber generell, ne? Cartier ist so eine typische Marke, aber auch Omega sieht man eigentlich ganz häufig. Ja, das, was uns eigentlich aktuell interessiert, ist, was passiert mit den Uhren. Wir hatten eine tolle Bodenbildung im Februar, und jetzt geht es im März direkt weiter. Ich habe schon im letzten Video gesagt, gerade Uhren wie Patek Philippe, Nautilus und so weiter sind minimal angestiegen. Dasselbe haben wir auch bei einer Batman gesehen, und auch eine Daytona kommt auch sehr stark wieder zurück. Das hängt alles damit zusammen, dass bei einer Zinsanhebung von der Federal Reserve immer dazu führt, dass Geld aus dem Markt gezogen wird, gerade aus dem Aktienmarkt. Die Dynamiken sind immer die gleichen. Und jetzt ist Folgendes passiert: Die Silicon Valley Bank sowie auch die Signature Bank ist ja pleite gegangen, und das US-Government ist eingesprungen und wird jetzt da die ganzen offenen Punkte bezahlen und seine Gläubiger und auch die Leute, die mehr Geld als $250.000 im Konto hatten. Und das wird jetzt einiges nach sich ziehen. Und zwar man geht davon aus, dass eine erneute Zinserhebung nach dem Sommer nicht mehr stattfinden wird. Und das wird zu frischem neuen Geld führen. Das heißt, man wird eventuell wieder Geld anfangen zu drucken, und das wird die Wirtschaft beflügeln. Und darum ist es aktuell eigentlich eine sehr interessante Zeit, um einzusteigen. Das heißt, falls ihr jetzt so auf der Kippe seid und sagt, ja, würden die Preise nochmal fallen, ich gehe aktuell, und das sage ich das erste Mal, nicht mehr davon aus, dass wir noch weiterhin einen Preisverfall bei den üblichen Modellen sehen. Wir sehen einen leichten Preisanstieg, aber sei euch gesagt, wenn die Federal Reserve sagt, dass keine Zinsanhebung mehr anfällt in diesem Jahr, glaubt mir, das wird zu einer Beflügelung des Marktes führen und ist sehr interessant, wenn man denn auch eine Uhr kaufen möchte, denn ich denke, dann wird das Ganze nur noch teurer, und wenn ihr sowieso eine Uhr kaufen wollt, dann wäre, denke ich, das jetzt der richtige Zeitpunkt. Machen wir weiter mit einem auch sehr aktuellen Thema. Im letzten Video hattet ihr gesehen, dass wir über die Vorhersagen gesprochen haben, und es gibt mal wieder einiges Neues, was Rolex so eventuell rausbringt. Wir hatten gesehen, dass beispielsweise die Milgauss in 41 mm kommen wird. Ja, gerade im Moment kann man die Milgauss, das 40 mm Modell, für knapp 10.000 € kaufen. Einer der günstigsten Stahlsportmodelle, die man so erhalten kann. Und jetzt sollte das laut einem Leak dann in 41 mm kommen.
Des Weiteren geht es so, dass die Root Beer, die wir schon kennen, am Jubiläband eventuell rauskommen soll. Da sieht man hier auch so ein schönes Markup. Was passieren wird, ist die Frage. Es wird natürlich in die Kollektion passen. Und genauso ist es so, dass eine Coke rauskommen soll. Bei der Stahl GMT Master liegt auch nahe, wenn sie die Farbe neu auflegen würden. Aber man muss mal schauen. Dass es jetzt eine neue Milgauss gibt in einem visuell veränderten Format, davon gehe ich erstmal nicht aus. Wir haben zwar ein Bild hier aus der Rolex-Community, aber das glaube ich mal nicht. Sonst erhärten sich natürlich die Fälle, gerade bei der Daytona, dass hier nochmal ein Jubiläumsmodell, kein Jubiläumsmodell, sondern das Jubiläum, ein neues Modell herbeileitet, gerade etwas mit Grün. Hier haben wir ein grünes Ziffernblatt und auch eine grüne Lünette. Es ist die Frage, was passieren wird, ob die Stahl- oder die Metalllünetten eingestellt werden oder nicht. Das ist natürlich die Frage, die uns alle beschäftigt. Wie das Ganze weitergehen wird, wir wissen es nicht. Aber eine Sache ist klar, ich denke, dass die Zeit der Metalllünetten abgelaufen ist. Wir haben die Stahluhren, die sich auch verändert haben auf Keramik und nur noch die Goldmodelle sind mit einem Metallbezel vorhanden und ich denke, da wird sich dann schon einiges ändern. Und in diesem Zuge haben wir etwas vorbereitet, noch mit einem Uhrenspezialisten, auch aus dem Kundenservice und da geben wir jetzt einmal kurz ab. In dem Dschungel der Uhren ist es manchmal sehr schwer, den klaren Blick beizubehalten. Und jetzt ist neben mir der Nico, denn wir wollen euch bei unserem riesen Produktangebot dann doch den Fokus geben. Und zwar haben wir 3 oder 4 Uhren, über die wir jetzt sprechen. Was ist die erste Uhr? Genau, die erste Uhr ist die GMT Master in Weißgold mit einem schwarzen Ziffernblatt. Das ist eine aus der ersten Generation. Es ist ein sehr, sehr schönes Modell. Aber es ist auch krass. Normalerweise muss man sagen, steht gar kein Unterschied zu der Stahl. Ja, also sieht 1:1 wirklich gleich aus. Ja, nur halt die ist deutlich schwerer. Man sieht so einen leichten Graustich. Und hier ist es so, Rolex hat immer mal wieder solche Dinge. Bei der Zenith Daytona war es mit einem Porzellanziffernblatt so und hier ist es auch so. Wurde nur einen kurzen Zeitraum produziert und gerade wenn ihr nach einer Uhr sucht in dem Preissegment um die, wie kostet die? 35.000. 35.000 circa. Ist wirklich ein optimales Modell. Es gibt sehr, sehr wenige Stückzahlen und es hat auch diese MK1-Lünette aus 2017 mit Box und Papieren. Sehr, sehr gutes Modell. Und jetzt ist natürlich die Frage, was meinst du? Wird Rolex die Stahl Daytona einstellen? Es ist schwer zu sagen. Grundsätzlich glaube ich ja. Ich gehe irgendwie stark davon aus. Nein, hör auf. Du gehst davon aus? Ja, wirklich, doch. Heftig. Tatsächlich. Okay, krass. Tatsächlich, ja. Aber es ist natürlich schwer zu sagen. Das ist immer schwierig. Ne? Ja, man hat so ein paar Bilder im Internet gesehen, dass das Ziffernblatt sich so ein bisschen verändert, mehr so in Silbernes. Das hätte so einen leichten Vintage-Charakter, wird auch reinpassen. Mondani und so gehen davon aus, dass sich ein Kaliberwechsel stattfindet. Wir haben aktuell die besten Preise in den jeweiligen Klassen. Das heißt, wir haben einmal eine für 25. Ja, circa 25.000 bis 27.000. Das ist sogar einer meiner Lieblingsuhren. Ja? Also grundsätzlich. Daytona ist deine Lieblingsuhr? Ja, also die Daytona auf jeden Fall, ja. Das ist so eine Traumuhr von mir. Wäre auch krass, wenn die vielleicht in 41 mm rausbringen. Weißt du, bei der Tatsächlich, Milgauss ja. haben die ja jetzt auch so Bilder rausgebracht. Wäre auch krass, ne? Ja. Auf jeden Fall, ich denke, dass man mit einer Daytona keinen Fehler macht und wenn ihr euch für diese Uhr interessiert, es wird, denke ich, nicht mehr möglich sein, noch günstiger dran zu kommen. Und das lässt uns auch direkt zur nächsten Uhr überleiten und zwar eine Uhr, die man nicht so oft sieht. Die ist echt selten. Also das ist ja die Bicolor in Gelbgold, die Daytona mit einem, ist das ein gelb-goldenes Ziffernblatt? MOP. MOP-Geil, ja, MOP-Dial. tatsächlich. Aber das ist auch golden, ne? Das ist So eine gelbe Farbe. Diese MOP-Variante wird auch in der Daytona Beach verwendet. Und das Krasse hier ist, dass die Uhr nur, ich glaube, 23.000 Euro oder 24.000 Euro kostet. Ist Wahnsinn. Und viele spekulieren auch, dass hier halt diese Metalllünette eingestellt wird. tatsächlich. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, gerade bei der Rosé-Goldenen, die wir online haben, könnt ihr heute auch mal gerne vorbeischauen. Wir haben da nämlich einen Sonderpreis von 41.000 Euro. Und diese hier haben wir heute auch nochmal um 1.000 Euro reduziert. Also falls ihr euch dafür interessiert, ist heute die Zeit, da reinzuschauen. Also ich würde persönlich sagen, Metalllünetten, gerade die oder die Rosé-Goldene Variante, Ja. das sind Uhren, die vielleicht eingestellt werden, aber am Ende niemand weiß, Nee, was bei da Rolex weiß man passiert. wirklich nicht. Das ist manchmal wirklich ein Konflikt. Ja, von daher vielen, vielen Dank, Nico. Wir geben erstmal Sehr nochmal gerne. ab an den anderen Marc. So, vielen Dank an die beiden. Wir sind zurück mit dem letzten Punkt des heutigen Videos Marktuell und zwar ein Social-Media-Kanal, der uns hängen geblieben ist. Wir haben hier Watch Parts Motorcycles. Das ist etwas für jeden, der so ein bisschen Accessoire-Sachen liebt, denn die bauen aus Uhrenteilen ganz, ganz coole Skulpturen. Schaut gerne mal dort vorbei, wenn ihr euch für solche Sachen interessiert. Ich folge dem Kanal schon sehr, sehr lange und bin auch so kurz davor, etwas zu bestellen. Und das war es mal wieder für heute. Von daher, wenn euch der Content gefällt, lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns die Tage wieder. Bis spätestens morgen früh auf Instagram. Ciao, ciao. Marktuell. Wir bleiben am Puls der Zeit.